Hallo allerseits! Das ist das zweite von 3 Videos zur Zirkularatmung, einer Spieltechnik, die es dir ermöglicht, auf fast allen Blasinstrumenten einen Ton zu halten, der auch nicht abreißt, wenn du durch die Nase einatmest. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Atmung viel besser einteilen lernst und mit der passiven Einatmung quasi wie von alleine Luft bekommst. Außerdem erkunden wir, wie der sogenannte Bounce Breath deinem Spiel deutlich mehr Power geben kann. Mein Name ist Marc Miete, ich bin seit Anfang der 1990er Jahre professioneller Didgeridoo-Spieler und Lehrer und wohne in Berlin. In meinem ersten Video habe ich dir gezeigt, warum ein Schub mit der Zunge ungefähr 10-mal effektiver für deine Zirkularatmung ist als die Wangen. Da ich auf diese Informationen aufbaue, empfehle ich dir, auch wenn du schon fortgeschritten bist, erst das andere Video anzuschauen. Damit du besser verstehst, worum es geht, muss ich etwas ausholen, aber dann habe ich ganz viele praktische Übungen für dich. Vorneweg erkläre ich dir also ein paar Grundlagen der Atmung. Hier geht es noch nicht direkt um die Zirkularatmung, aber du wirst gleich verstehen, wie das zusammenhängt. Also, etwas vereinfacht können wir die Atmung in 4 Phasen unterteilen. Erstens eine aktive Einatmung, bei der das Zwerchfell die Luft reinsaugt, wenn es sich anspannt, so wie beim Gähnen. Zweitens eine passive Ausatmung, bei der das Zwerchfell entspannt in die sogenannte Ruhe- oder Mittellage zurückfällt. Das kannst du gerne mit einem Seufzer verbinden. Die erste Phase nochmal. Die dritte Phase ist eine aktive Ausatmung, bei der du aus dem Bauch die Luft herausschiebst. Der Bauch geht dabei rein und kombiniere das mit einer Lippenbremse, dem F. Stell dir deinen Bauchraum mal als einen Ballon vor. Wenn du den hier und hier zusammendrückst, dann dehnt er sich oben aus. Über dem Druck im Bauchraum, den sogenannten Intraabdominaldruck, also Zwischengedärmdruck, drücken der Ober- und Unterbauch, der Rücken und die Flanken, die Seiten und sogar der Beckenboden das entspannte Zwerchfell über die gerade erwähnte Mittelposition weiter nach oben. Viele denken, dass das Zwerchfell würde schieben dabei, doch das tut es nicht, sondern der Bauch. In der 4. Phase, 4, lässt du den Bauch entspannt rausfallen und atmest passiv ein. Ich mache mal die 3. und 4. Du saugst also hier die Luft nicht aktiv mit dem Zwerchfell ein, sondern der Bauch fällt einfach nach unten, der Bauchdruck lässt nach und dadurch fällt das Zwerchfell in seine Mittelposition und die Luft wird reingesogen. Alle 4 Phasen zusammen ermöglichen dir einen maximalen Luftumsatz. Nochmal zusammengesetzt. Rein, 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 rein. Raus, 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 raus. Rein. Rein, 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 rein. Raus. Raus, 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 raus. Rein. So atmet natürlich im echten Leben niemand. Aber je nachdem, was du gerade tust, ob du auf dem Rücken liegst oder joggen bist oder singst oder meditierst, nutzt du unbewusst alle Phasen, um dich optimal mit Sauerstoff zu versorgen. Verbinde die Phasen jetzt so gut wie möglich. Das heißt ohne Pausen. Zwei, drei,
Wenn du die dritte und vierte Phase optimal für dich nutzen kannst, wird dein Spiel enorm profitieren. Ich bekomme immer wieder fortgeschrittene Schüler in den Unterricht, bei denen die Zirkularatmung eigentlich ganz gut funktioniert. Trotzdem haben sie das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Woran kann das liegen? Meistens liegt der Schwerpunkt zu sehr auf der aktiven Einatmung, also der ersten Phase. Rein, 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 rein. Noch mehr rein. Noch mehr rein, bis nichts mehr geht. Spielen die dann so. Und was passiert dabei? Deine Lunge ist zwar voll, aber die Lungenbläschen ziehen sich fleißig Sauerstoff raus. Und es bleibt fast nur verbrauchte Luft in der Lunge. Was ist die Lösung? Du musst die verbrauchte Luft loswerden, um Platz für frische neue zu schaffen. Dafür gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder kannst du mit einem langen Ton ausatmen, doch dafür reicht die Zeit oft nicht mehr. Die zweite Möglichkeit, du kannst mit derselben Technik der Zirkularatmung statt einzuatmen, Luft abatmen. Tada! Während du vor allem mit der Zunge Luft durch die Lippen schiebst, ist es egal, ob du dahinter einatmest, ausatmest oder nicht atmest. Der Sound unten im Didgeridoo bleibt sogar der gleiche. Mit etwas Übung ist das gar nicht so schwer. Tatsächlich ist es ziemlich leicht, wenn du die Zirkularatmung kannst. Der vielleicht entspannteste Weg, lass es gar nicht erst so weit kommen. Sängerinnen, professionelle Redner und Blasinstrumentalisten kennen den Begriff Zwerchfellstütze, Bauchstütze oder Atemstütze. In der dritten Phase der aktiven Ausatmung machst du das bereits. Du stützt den Ton, der dadurch viel mehr Stabilität kriegt und lauter wird. Erstmal ungestützt. Jetzt gestützt. Und der Clou dabei: Wie nebenbei wirst du die verbrauchte Luft los und hast jederzeit Platz für frische Luft, die du mit der vierten Phase der passiven Einatmung quasi geschenkt bekommst. Gegenüber dem saugenden Atmen, der aktiven Einatmung, geht das wie von alleine. Die Luft plumpst einfach rein. Fast so, als würdest du beatmet. Super entspannt, sage ich euch, Leute. Auch versperren die Nüstern beim Saugen gerne die Nase. Bei der passiven Einatmung bleibt die Nase automatisch frei und es kommt tatsächlich sogar mehr Luft rein. Falls du Sorgen hast, dass das bisschen Luft nicht reicht, zeige ich dir mal das Verhältnis von Ein- und Ausatmung bei mir.
Du siehst, bei mir reicht das bisschen Luft für ein 15 bis 20 Mal so langes Ausatmen. Jetzt erkannst du vielleicht, wieso ich dir im ersten Video zu einer längeren Ausatmenphase geraten habe. Last but not least geht die passive Einatmung sehr schnell, was explosivere Rhythmen möglich macht. Und das wollen wir jetzt für den sogenannten Bounce Breath nutzen. Bouncen heißt ja sowas wie zurückfedern, das Auf- und Abspringen eines Balles zum Beispiel. Bei dieser Atmung bounced das Zwerchfell. Du spielst dabei einen explosiveren Laut raus, die dritte Phase, und atmest sofort passiv ein, vierte Phase. Deswegen nenne ich diese Atmung auch gerne die Raus-Rein-Atmung oder Stoßeinatmung. Raus-Rein. Im Kern basiert der Bounce Breath auf demselben Prinzip wie die Atmung, die ich dir im ersten Video erklärt habe. Auch hier schiebt die Zunge Luft heraus. Jedoch liegt deine Absicht auf dem Stoßimpuls davor. Und der Zungenschub und die Einatmung passieren ganz kurz danach, wie nebenbei und kaum hörbar. Du atmest tatsächlich sogar auf einer sich entspannenden Zunge. Diesen Stoß kurz vor der Einatmung machst du mit dem Bauch. Der sollte sich dabei einwärts bewegen. Du erinnerst dich zum Luft rausdrücken. Es braucht ein wenig Übung, den Bauch mit der passiven Einatmung dann so schnell zu entspannen, aber es lohnt sich. Etwas mehr Übung braucht es, wenn du die Atemstütze konstant hältst und fast nur mit der inneren Muskulatur im Oberbauch und mittleren Rücken arbeitest. Um den Bounce Breath jetzt zu üben, nehmen wir mal das D. Im ersten Video habe ich dir den Rhythmus, den Berliner Rhythmus da und gegeben. Da, da. Davon nehmen wir jetzt mal nur 2 Schläge, nämlich die Ausatmung mit da und die Einatmung auf dem Zungenschub mit Also da, da, da. Das sind 2 Silben, da und Im Bounce Breath wird daraus eine Silbe. Aus da wird dang. Es passiert also das Gleiche, nur schneller hintereinander. Ein Weg dahin zu kommen, ist den Rhythmus einfach schneller und schneller zu spielen. Dadurch rutscht die Atmung immer näher an das Da und es wird eine Silbe. Dann wirst du wieder langsamer, lässt aber die Atmung am Da kleben. Wie gesagt, wir machen jetzt nichts ganz anderes als im ersten Video, sondern nur eine Betonungsverschiebung. Deine Zunge schiebt auch beim Bounce Breath Luft heraus, allerdings ganz nebenbei, während sie sich entspannt. Ein großer Vorteil ist, dass du die Stimme sehr elegant einbauen kannst. Das passiert auf dem Ausatmenstoß. Der Bounce Breath lässt sich in unendlich viele Rhythmen einbauen. Einen kleinen Rhythmus mit sogenannten Triolen will ich dir noch auf den Weg geben. Danke dir, danke Digga-du, danke dir, danke Digga-du. Und du atmest auf der ersten Silbe vom Danke. Danke dir, danke Digga-du, danke dir, danke Digga-du, danke dir, danke Digga-du.
Falls du Probleme hast, den Zungenverschluss konstant zu spielen, empfehle ich dir, dich erst mal auf den Zungenschub und die Übungen des ersten Videos zu stürzen. Ein kleiner Trick ist noch, deine Nase zuzuhalten und die Luft so zu leiten, bis es nicht mehr nasal klingt. Also quasi so zu sprechen und dann machst du also das Dang. Dang 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 aus dem Mund heraus, nicht mehr nasal. Du setzt also das Dang erstmal auf den Schub aus der Lunge drauf, ohne einzuatmen natürlich. Manchmal wird der Bounce Breath übrigens auch Outpop-Atmung genannt, weil die Wangen durch den Druck dabei aufgebläht werden können. Die Atmung des ersten Videos wird, weil die Wangen sich gleichzeitig schließen können, aber nicht müssen, auch In-Pop-Atmung genannt. Wobei beides auch ohne Einsatz der Wangen möglich ist. Den Ausatmen-Impuls kannst du mit vielen verschiedenen Buchstaben oder auch Beatbox-Sounds kombinieren, die den Sound noch weiter verändern. Welche das sind und wie du sie auf dem Didgeridoo umsetzen kannst, zeige ich dir in meinem Online-Didgeridoo-Lernkurs. Auch wie du die trompetenartigen, überblasenen Toot-Sounds mit der Atmung verbinden kannst und vieles mehr kannst du dort lernen. Das waren jetzt etwas komplexere Themen, die einfach viel Übung brauchen. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne oder schreib sie in die Kommentare. Ich versuche es dann zu beantworten. In meinem dritten Video zeige ich dir noch, wie du mit der Zirkularatmung viel schneller spielen lernst. Du erfährst außerdem, was es mit den sonderbar wobbligen Sounds auf sich hat, die du vielleicht schon seit Jahren versuchst hinzubekommen. Ich hoffe sehr, dieses Video hat dir gefallen. Wenn du mich unterstützen willst, dann lasse gerne ein Like da oder abonniere meinen Kanal, wenn du von weiteren Videos frühzeitig erfahren willst. Das würde mir sehr freuen. Bis gleich.